Honor is real. Am 4. März 2022 passierte in der Wrestling-Welt etwas Unglaubliches. Die für tot geglaubte Independent-Liga Ring of Honor wurde von All Elite Wrestling-Boss Tony Khan aufgekauft. Von nun an geht es wieder bergauf. Oder etwa doch nicht? In diesem Video schauen wir nämlich auf den Aufstieg und abrupten Fall von Ring of Honor. Let's go! Ring of Honor wurde 20 Jahre zuvor am 23. Februar 2002 vom Wrestling-Interviewer Rob Feinstein gegründet. Es sollte als eine Alternative zur WWE angesehen werden, die im Jahr zuvor die WCW und ECW aufgekauft hat. Um diesen Unterschied zu schaffen, wurde der sogenannte Code of Honor eingeführt. Jegliche Moves, die die Heels, also Bösen, anwenden könnten, wie absichtlich disqualifiziert zu werden, um einen Titel zu behalten, wurden verboten. Dazu gehört auch ein verpflichtendes Händeschütteln vor und nach dem Match, keine Eingriffe von draußen und dass Schiedsrichter nicht attackiert werden. Diese Regeln wurden im Laufe der Zeit aber angepasst. Am 23. Februar gab es dann den ersten Event mit dem Namen The Era of Honor Begins. Einige bekannte Gesichter bekam man dort zu Gesicht, wie Jay Briscoe oder Eddie Guerrero. Und im Main Event konnte Low Ki Christopher Daniels und Bryan Danielson, besser bekannt als Daniel Bryan, in einem Freeway Dance besiegen. Das Konzept kam gut an. Das Publikum zeigte Gefallen an dem Realismus, der entsteht, wenn bestimmte Elemente, die in den Jahrzehnten zuvor ausschlaggebend für die Finishes waren, nun sogar verboten sind. Und so folgte der Aufstieg der Liga. In den ersten Jahren etablierten sich mehrere damals noch unbekannte Wrestler bei Ring of Honor. Darunter zählen Leute wie Samoa Joe, AJ Styles oder CM Punk. Leute, die heutzutage nicht mehr aus dem Wrestling-Business wegzudenken sind. Doch hinter großen Events mit tollen Matches sorgte ein Skandal im März 2004 für ein Beben. In einer Operation gegen den Ring of Honor Gründer Rob Feinstein stellte sich heraus, dass er bei Minderjährigen sexuellen Kontakt suchte. Infolgedessen beendete TNA ihre Partnerschaft mit ihnen und verbot Wrestlern ihrer Liga bei Ring of Honor aufzutreten. Die Liga stand kurz vor ihrem finanziellen Aus. Wrestler wie CM Punk äußerten sich später dazu wütend. Er sagte: „Ich bin sauer. Ich bin traurig, ich bin wütend, dass die ganze harte Arbeit, die hunderte Menschen hier hineingesteckt haben, durch die Handlungen einer einzigen egoistischen Person kaputt gemacht wird. Die Rettung war Feinsteins Rücktritt und der Verkauf an Kerry Silken. Er ermöglichte in den nächsten Jahren Partnerschaften mit Pro Wrestling Noah und Dragon Gate in Japan oder Pro Wrestling Gorilla. Zudem gab es von nun an Ring of Honor Shows in ganz Nordamerika zu sehen. In der Zeit entstanden Instant Classic Matches wie Samoa Joe gegen Kenta Kobashi, die legendäre Fehde zwischen Nigel McGuinness und Bryan Danielson oder El Generico gegen Kevin Steen. Am 26. Januar 2009 kam es zudem zu einem ersten TV-Deal mit HDNet, die eine wöchentliche TV-Show haben wollten. Von diesem Punkt an konnte man die liebsten Ring of Honor Stars nun auch im Fernsehen sehen. Und auch wenn dieser Deal nicht lange hielt, lebte die Liga von den einzigartigen Shows und den Überraschungen weiter. So zum Beispiel der unerwartete Sieg von Dalton Castle gegen Cody um den World Championship bei Ring of Honors Final Battle 2018. Solche Matches kann man noch heute in voller Länge auf dem Ring of Honor Kanal gucken. Den Link zu diesem Match habe ich einfach mal in die Videobeschreibung gepackt. Zusammen arbeiten sie zudem an historischen Events, wie All In im Jahre 2018 mit den Young Bucks und Cody. Mehr als 10.000 Zuschauer waren live vor Ort. Seit dem Ende der WCW im Jahr 2001 gelang das sonst nur noch der WWE, so viele Zuschauer ranzuziehen. Doch der Höhepunkt darauf war die G1 Supercard im Madison Square Garden in New York am 6. April 2019. In Zusammenarbeit mit New Japan Pro Wrestling guckten sich über 16.000 Zuschauer das Spektakel live an. Doch dann kam die Pandemie und alles änderte sich. Und während die Liga schon einige Jahre vor dem Kauf von Tony Khan Probleme hatte, seien es nun die finanziellen Mittel oder die allgemeine Innenringqualität, das Sterben kam klar erst zu dem Zeitpunkt, wo jeglicher Flair durch monotone Designs und fehlenden Storylines genommen wurde. Im Grunde wurde ROH zu AEW Dark, nachdem das Format eingestellt wurde. Mit dem Unterschied, dass man dafür auch noch Geld hinblechen musste. Doch schauen wir uns doch einfach mal eine aktuelle Folge von Ring of Honor an. Anfangs wurde eine Länge von etwa 2 Stunden ohne Werbung garantiert. Die aktuellste Folge ging jetzt tatsächlich gerade mal 45 Minuten. Zusätzlich gibt es jetzt nur noch öfters auch Rückblicke, also Filler-Material, weil es sonst einfach noch kürzer wäre. Und das Absurde darin ist, dass man es trotzdem nicht geschafft hat, die Matches am selben Datum aufzunehmen. Das erkennt man, wenn man jetzt nicht gerade komplett blind ist, auch selber. Schauen wir uns das doch einfach mal an. So gibt es plötzlich einen anderen Ringsprecher, die Arena on Stage ist anders und beim ersten Match hängt im Hintergrund Werbung für einen AEW Pay-Per-View, der schon stattfand und ein paar Minuten später für einen kommenden Pay-Per-View. Wenn das nicht schon schlimm genug ist. Doch abseits davon schaut man eine Wrestling-Show ja wohl primär wegen der Unterhaltung, also den Matches und Storylines, die dabei entstehen. Wie viele Promo-Segmente gab es denn?
Naja, keine. Es gab nur zusammengewürfelte Matches. Und wenn man jetzt gerade kein absoluter Fachmann ist, dann wird man mehr als die Hälfte der Leute auch nicht kennen. Das Problem dabei ist, dass die meisten von diesen unbekannten Leuten auch nicht mehr zurückkehren zu Ring of Honor und nur da sind, weil sie zufällig am Austragungsort leben. Ich habe es bereits gesagt, das ist einfach AEW Dark mit anderem Branding. Und jetzt kommt die Frage in mir hoch, ob man diesen Brand denn noch retten kann. In meinen Augen ist der Zug abgefahren. Spätestens an dem Punkt, wo auf einen TV-Deal verzichtet wurde und man auf den Streamingdienst Honor Club setzte, war es eigentlich vorbei, weil keiner hat sich das geholt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendwer geholt hat. Und warum auch? Die Matches sind nicht unterhaltsam, Storylines werden nicht weiterentwickelt, wobei man sagen muss, dass sich das in den letzten Monaten etwas verbessert hat. Einige Shows sind jetzt auch auf YouTube zu sehen, kostenlos. Doch wirklich relevant für die späteren Pay-Per-Views, wie man hier sieht, ist es auch nicht wirklich. Und dementsprechend schauen auch kaum Leute diese Videos. Es ist halt einfach wichtig, dass AEW sich von Ring of Honor ein bisschen trennt und das eigene Roster gibt. Es kann ja nicht sein, dass Chris Jericho jetzt zum zweiten Mal der Ring of Honor World Champion ist, wenn er niemals bei Ring of Honor auftritt. Das muss man besser regeln und das hat Tony Khan leider einfach sehr schlecht im Griff. Außerdem fehlt in meinen Augen dieses einzigartige Feeling, dieses Ring of Honor Flair von damals. Und das Ganze fühlt sich jetzt einfach zu ähnlich an wie eine AEW-Show. Und ich habe es bereits gesagt, aber es ist einfach in meinen Augen AEW Dark. Und warum sollte ich dafür Geld bezahlen? Ich bin mal gespannt, ob sich da in der Zukunft irgendwas ändern wird. Doch irgendwie sieht es eher weniger gut aus. Denn zuletzt wurde der einzige Ring of Honor Pay-Per-View, Supercard of Honor, vom April auf Juli verschoben. Und das nur, weil genau an diesem Wochenende auch AEW dort ein Pay-Per-View hat und das dann nicht so aufwendig ist, schätze ich mal. Übrigens, diese Verschiebung kam auch erst 2 Wochen vor dem eigentlichen Pay-Per-View und zu diesem Zeitpunkt gab es noch kein offizielles Match. Und so war das leider bei jedem Pay-Per-View in den letzten 3 Jahren, seitdem TK das Ganze gekauft hat. Und versteht mich nicht falsch, die Pay-Per-Views sind nicht schlecht, aber die Hälfte ist halt wirklich am Abend davor zusammengewürfelt worden und keine Ahnung. Es ist so ein Zusammenspiel aus Storyline und Matchqualität, das das Ganze für mich ausmacht. Und das Ganze gibt es halt eben einfach nicht. Und klar gibt es auch Ausnahmen, zum Beispiel die Serie zwischen Athena und Billie Starkz. Die fand ich sehr gut und die gibt es bestimmt auch irgendwo zu sehen. Wenn ja, dann verlinke ich die jetzt einfach mal. Doch es gab eben auch viele Fäden, die den meisten eben nicht so gefallen hat, wie zum Beispiel jetzt im Dezember mit Chris Jericho und Matt Cardona. Naja, aber ich bin Optimist und ich bin mal gespannt, wie es in der Zukunft weitergeht. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bedanke mich für die vielen neuen Abonnenten. Ich hoffe, diese Videos gefallen euch und davon kommt in der Zukunft definitiv noch viel mehr. Schreibt mir gerne Videoideen in die Kommentare, falls ihr irgendwas im Kopf habt. Ich mache das auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Yeah. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.